Das Kompaktsegment und SUVs boomen in Europa. Rund die Hälfte der Zulassungen entfallen allein in Deutschland auf diese Fahrzeuge. Und ein Ende des Trends ist nicht in Sicht. Das heißt aber auch, der Markt ist extrem umkämpft. Hier tummeln sich unzählige attraktive Modelle. Und Europäer, besonders die Deutschen, gelten als sehr anspruchsvoll. Um bei der Kundschaft zu punkten, braucht es also mehr als nur schickes Aussehen. Kia stellt sich der Herausforderung. Drei, 6, 9. Was ist denn mit den Zahlen dazwischen, wie 4 und 5? Nein, wir sind heute nicht im Matheunterricht. Es geht um die neuen Kia-Modelle. EV3, EV6 und EV9, die kennt man ja bereits. Die haben wir auch schon ausführlich gecheckt. Und wir haben heute die Gelegenheit, uns den neuen EV4 und EV5 anzuschauen und werden euch die ersten Details dazu verraten. Damit aber noch nicht genug, denn der Bestseller Sportage hat ein Update bekommen und damit fangen wir heute an. Wir zeigen euch natürlich alle Neuerungen und checken wie immer das Fahrverhalten. Damit aber immer noch nicht genug, denn der Hersteller hat noch ein besonderes Goodie angekündigt und zwar soll noch ein neues Verbrennermodell gezeigt werden. Was könnte das sein? Ja, vielleicht ein schicker Sportwagen, das wäre ja mein Wunsch. Wahrscheinlich eher nicht, aber ihr könnt ja ein bisschen mitraten, was es sein könnte. Also eine ganze Palette an Autos, verlieren wir keine Zeit und legen los. Worauf legt die europäische Kundschaft Wert? Neben attraktivem Design steht vor allem hochwertige, intuitive Technik im Vordergrund. Und natürlich Sicherheit. Wir werden checken, was die neuen Kia-Modelle in dieser Hinsicht zu bieten haben. Langsam wird der Elektrozahlenwust der Koreaner auch unübersichtlich. Wir bringen Licht ins Dunkle und verraten, was die Modelle unterscheidet und für wen sie gedacht sind. Der Sportage ist eines der beliebtesten Kompakt-SUV-Modelle und wurde weltweit über 7 Millionen Mal verkauft. 1994 kam er erstmals auf den Markt. Und seit 2022 rollt bereits die 5. Generation auf den Straßen. Jetzt bekommt er ein subtiles, aber effektives Update. Schauen wir uns zunächst die Technik an. Die Motorenpalette hat eine Powerspritze bekommen. Kia bietet seinen Kunden ja nach wie vor ein sehr breites Motorenspektrum, wie beim Vorgänger auch schon. Gibt es Benzin, Diesel, Hybrid, Plug-in-Hybrid, Front- oder Allrad, manuelle Schaltung, Automatik oder Doppelkupplung, je nach Modell. Es ist auf jeden Fall immer ein 1,6 Liter rein Vierzylinder an Bord. Allerdings hat man jetzt beim Benziner die Wahl, also vorher gab es ja nur einen 160 PS Frontantrieb und jetzt hat man einen 150 PS Front oder eine 180 PS Allrad-Variante. Der Hybrid hat auch ein bisschen mehr Leistung bekommen. Der hat jetzt statt 215 239 PS und ebenso der Plug-in-Hybrid, der hat jetzt 288 PS statt 252. Außerdem gibt es den jetzt auch mit Allrad oder Front statt bisher nur mit Allrad. Das Einzige, wo sich nichts getan hat, ist beim Diesel. Der hat nach wie vor 136 PS und Frontantrieb. So, jetzt sind wir doch wieder beim Matheunterricht bei den ganzen Zahlen und ich hoffe, das war jetzt auch alles richtig. Ja, richtig. Zur Übersichtlichkeit aber noch mal kurz zusammengefasst. Diesel mit 136 PS, Benziner mit Front- oder Allrad, 239 PS Hybrid und als Topmotor der Plug-in-Hybrid mit 288 PS. Wir sprechen mit dem Hersteller über die Maßnahmen. Ja, in der Tat haben wir gesehen, dass wir gerade bei den Verbrennerfahrzeugen mit nur einer Motorisierungsleistung von 160 PS nicht breit genug aufgestellt sind, um der Nachfrage gerecht zu werden. Deshalb haben wir uns wieder dafür entschieden, 2 Leistungsstufen anzubieten, 150 PS und 180 PS. Und vor allen Dingen ist natürlich die Allradvariante in dem Segment äußerst relevant. Deshalb diese Änderung beim Verbrenner.
Beim Hybrid haben wir uns dafür entschieden, um auch einen interessanten Preispunkt zu realisieren. Das Fahrzeug hat mehr Leistung mittlerweile, 239 PS, und wäre damit schon dank der Einstiegsversion für unter 39.000 € zu haben. Wir fahren den Allrad-Benziner mit 180 PS. Vom Antritt finde ich ihn völlig okay. Also er ist auf keinen Fall untermotorisiert mit seinen 180 PS hier. Also selbst im Eco-Modus, es ist okay. Ich bin ja normalerweise kein Fan vom Eco-Modus, weil da oft nichts kommt, aber es ist total in Ordnung. Im Normalmodus auch. Was ich gut finde, ist, dass er kaum wankt. Also Fahrwerk gefällt mir gut. Also für die Karosserieform haben sie das wirklich gut gemacht. Das hat man ja auch oft in SUVs, dass sie dann so wie auf dem Schiff so ein bisschen, das ist hier kaum, das ist gut. Wir können ja noch mal in den Sportmodus wechseln. Ein paar Kurven ein bisschen dynamischer nehmen. Ja. Da wird es ein bisschen aggressiver. Kann man leichten Fahrspaß entwickeln. Jo, da macht er doch einen ordentlichen Job hier. Bei den Modellen mit Leistungsplus haben sich auch die Beschleunigungswerte und Höchstgeschwindigkeit geringfügig erhöht. Der Basispreis liegt bei knapp 34.000 €, also sogar ein paar hundert Euro unter dem Vor-Facelift-Modell durch die neue Einstiegsausstattungsvariante Core. Der Allrad-Benziner startet bei rund 40.500 €. Also man hat ja hier das Cockpit ein bisschen aufgeräumt. Vorher hatte man ja hier so diese Lüftung, so ein bisschen klobig. Und das hat man jetzt eben alles schön hier unten integriert. Das finde ich optisch sehr gut gelungen. Statt so hochglänzender Oberflächen hat man jetzt auch überall so eine raue Struktur. Das gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Also hier in der Mittelkonsole zum Beispiel oder auch hier an der Seite auch. Trotzdem hat man auch hier überall weiche Materialien. Natürlich ist ein bisschen auch Plastikoptik dabei, aber es fühlt sich alles sehr gut an. Also von der Haptik ist es wirklich schön. Hier unten hat man so diese typische Leiste mit der Doppelbelegung und eben das große Panorama-Display. Und man hat alles aber ein bisschen benutzerfreundlicher gestaltet. Auch das Lenkrad ist neu. Das war vorher ein Dreispeichen-Lenkrad. Jetzt ist es so ein Zweispeichen-Design. Ich persönlich finde die Dreispeichen-Lenkräder ein bisschen schicker. Aber von der Haptik muss ich sagen, ist es wirklich gut. Also es ist sehr griffig, auch schön dick hier und liegt gut in der Hand. Beim Außendesign fällt vor allem die neu gestaltete Front auf. Die Lichter sind nicht mehr bumerangförmig, sondern weisen, wie schon viele andere Kia-Modelle, die sogenannte Star-Map-Signatur auf. Auch die Stoßfänger wurden neu gestaltet und ebenso die Grafik der Rückleuchten. Die Länge wächst geringfügig um 2,5 cm auf 4,54 Meter. Außerdem gibt es neue Felgen und Farben. Der Innenraum wurde, wie schon erwähnt, etwas aufgewertet. Neben den bekannten Ausstattungslinien Vision, Spirit und GT-Line gibt es jetzt auch eine neue Einstiegsoption Core. Zur Serienausstattung gehören zum Beispiel ein Navi, Klimaanlage, Rückfahrkamera und eine Riege an Assistenzen. Natürlich ist auch die neueste Generation des Infotainment-Systems mit KI-Assistent an Bord, das für seine Benutzerfreundlichkeit sogar mehrfach ausgezeichnet wurde.
Auch was die Sicherheit angeht, räumt der Sportage seit Jahrzehnten Bestwerte bei Crashtests ab. Man hat hier auch an der Sicherheit und an den Assistenzsystemen weitergearbeitet. Zum Beispiel gibt es jetzt ein Head-Up-Display, das gab es vorher nicht. Allerdings kostet es Aufpreis und ist auch nur in den höheren Ausstattungslinien zu haben. Der Autobahnassistent, der kann jetzt zum Beispiel auch selbstständig die Spur wechseln. Der Spurfolgeassistent, der nutzt jetzt zum Beispiel auch nicht nur die Fahrbahnmarkierungen, sondern auch das vorausschauende Fahrzeug und arbeitet dadurch präziser. Die 5. Sportage-Generation war ja die erste, von der es eine speziell für Europa abgestimmte Variante gab. Was zum Beispiel die Abmessungen angeht, ist die globale Version deutlich länger. Auch was Fahrwerk und Komfort angeht, hatte man hier besonders die anspruchsvollen Kundenwünsche der Europäer im Blick. Und mit der Modellpflege wird das weiter optimiert und verbessert, damit man konkurrenzfähig bleibt in diesem hart umkämpften Segment. Wir planen weiterhin mit unserem guten Design zu überzeugen, mit dem Opposition United, was nochmal besonders viel Aufmerksamkeit erregen wird. Darüber hinaus sind wir gerade im Bereich der Technologie sehr gut unterwegs, auch was das Thema Navigation angeht, die Konnektivität, die das Fahrzeug mit sich bringt, die ganzen Anbindungstechnologien. Damit sind wir sehr gut unterwegs und haben sehr gute Argumente für den Kunden, sich für Kia zu entscheiden. Darüber hinaus natürlich auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, das Ganze gepaart mit unserem Garantieversprechen, was wir schon seit jeher hier am deutschen Markt mit anbieten können. Das sind sicherlich Argumente, mit denen wir punkten können. Und was das Thema Elektromobilität angeht, hier haben wir bereits sehr emotionale Produkte auch im Programm, die bei uns GT heißen. Und da in dieser Strategie werden wir weiter arbeiten, dass wir diese GT-Emotionen auch in niedrigere Klassen noch runterbringen. Elektromobilität ist ein gutes Stichwort, denn wir kommen nun zum nächsten Kompakten auf unserer Liste. In der Gelee-Fabrik in Dreieich bei Frankfurt können wir gleich einen exklusiven Blick auf den neuen EV5 werfen. Dieses Elektro-SUV ist ebenfalls speziell für Europa abgestimmt und soll besonders junge Familien ansprechen. Ich habe bisher nur Fotos gesehen und das sieht ja aus wie so ein Mittelding zwischen EV3 und EV9. Ich bin sehr gespannt, wie er in echt wirkt, besonders von der Größe und ob er vielleicht auch eigenständige Elemente hat. Also er wirkt schon ziemlich groß, muss ich sagen, so in echt. Also ich hätte mir irgendwie ein bisschen kompakter vorgestellt. Also eigentlich ist er ja gar nicht so riesig. Wahrscheinlich liegt es so an diesen großen Flächen, dass er doch ziemlich wuchtig wirkt, vielleicht auch gerade in dieser Uni-Farbe. Ich hätte mir persönlich ein bisschen mehr Eigenständigkeit gewünscht. Ich finde natürlich trotzdem verständlich, dass der Hersteller sagt, er möchte diese Wiedererkennung. Was ich cool finde, ist das Heck, so mit diesen Lichtern, das wirkt ziemlich clean und edel. Worauf legen Familien Wert? Platzangebot. Deswegen schauen wir doch mal rein. 1650 Liter, wenn man alles umklappt. Das klingt ja schon mal ordentlich. Er hat auch diesen modularen Ladeboden, den wir auch schon aus anderen Kia-Modellen kennen, wo man das eben hier so nach unten klappen kann. Dann hat man so ein bisschen mehr Platz. Was auch sehr praktisch ist, man kann nämlich diese Abdeckung drunter verstauen. Das schauen wir uns mal an. So, ich die erstmal wieder raus. So, und dann kann man die nämlich hier so befestigen. Und dann ist die nämlich gescheit verräumt. Außerdem gibt es hier noch so ein System mit verschiedenen Halterungen. Hier haben wir zum Beispiel Haken. Das lässt sich auch hier überall modular befestigen. Gibt natürlich auch andere Sachen noch. Und man kann die Lehnen natürlich umklappen. Und dann hat man hier eine schöne, bis zu 2 Meter lange ebene Ladefläche. Kurz zum Vergleich. Die meisten Konkurrenten bieten weniger Platz im Kofferraum. Nur der Škoda Enyaq liegt etwas darüber. Schauen wir uns noch mal die Platzverhältnisse hier hinten an. Wir haben jetzt mal vorne großzügig Platz gelassen, damit da ein über 1,80 großer auf jeden Fall sehr bequem sitzen kann. Und wie man sieht, ich habe massig Platz. Also ich bin 1,70, nur mal so zum Vergleich. Ich habe recht lange Beine und man sieht, hier ist sehr viel Platz nach vorne.
Und oben ist eigentlich auch noch ziemlich viel Platz. Zur Serienausstattung gehören zum Beispiel Panoramadisplay, Navi, 2-Zonen-Klimaautomatik, Rückfahrkamera und kabellose Smartphone-Integration. Den elektrischen Koreaner Nummer 5 gibt es mit 218 PS und 81 Kilowattstunden großem Akku ab knapp 46.000 €. Also wir erleben ja momentan eine Phase, in der sehr viele neue Marken auch auf den europäischen Markt drängen und auf den deutschen Markt drängen. Und daher verfolgen wir die Strategie, gerade bei den Elektrofahrzeugen, diese Wiedererkennung zu stärken. Opposition United soll auf den ersten Blick erkennbar sein, Kia soll auf den ersten Blick erkennbar sein. Und dementsprechend ordnet sich der EV5 auch optisch in die Familie aus EV3, EV4 bis hin zu EV9 wiederum ein. Der EV5 schließt die Lücke, die wir in dem SUV-Line-Up bei den elektrischen Fahrzeugen haben, zwischen dem EV3 und dem EV9. Der EV3 mag den einen zu klein sein, der EV9 vielleicht mit knapp über 5 Metern ein bisschen zu groß, sodass der EV5 im Grunde das vollelektrische Pendant zum etablierten Kia Sportage ist und für einen Großteil der Kunden damit äußerst relevant sein kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass er ganz gut ankommen wird. Er hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und der EV9 ist für europäische Verhältnisse ja doch recht groß. Klar, wenn man Platz für 7 braucht, aber das ist jetzt nicht die Masse. Das waren die SUVs, aber wir haben ja noch ein Kompaktmodell vor uns, besser gesagt 2 Modelle. Kia hat ja noch ein Überraschungsmodell angekündigt und wir sind sehr gespannt, was es ist. Ein Sportwagen würde es wohl nicht sein, dennoch sind wir sehr gespannt, was es sein kann. Also man kann so ein bisschen die Form zumindest erahnen. In den USA kam ja schon ein Modell vor kurzem auf den Markt, der K4 als Limousine und Hatchback und vielleicht ist das ja sowas für Europa. Doch zunächst zum Stromer. Den EV4 gibt es als 5-türige Schrägheckversion, aber auch als 4-türige Limousine, genannt Fastback. Wir schauen uns den Hatchback an. Die Limousine wirkt auf Bildern, finde ich, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, gerade die Heckpartie. Aber hier, das gefällt mir eigentlich richtig gut. Gerade mit den Lichtern hier, sieht schnittig aus. Das Schrägheckmodell wurde ebenfalls speziell für Europa entwickelt und wird im Werk Celina in der Slowakei produziert. Es ist die elektrische Alternative zum Bestseller Ceed. Die Limousine wird dagegen im koreanischen Gwangmaeong gebaut. Ja, der Innenraum ist natürlich gewohnt Kia, aber ich finde es schick und sehr modern. Hier diese Touchleiste zum Beispiel, die gefällt mir ganz gut. Und er hat eine ziemlich hohe Serienausstattung. Also hier ist zum Beispiel schon so ein großes Panoramadisplay dabei, Navigation, 2-Zonen-Klimaautomatik oder Rückfahrkamera. Beide EV4-Versionen gibt es mit 204 PS und wahlweise 58 oder 81 Kilowattstunden Batterie. Der EV4, der bei uns EV4 Fastback heißt, ist ein Fahrzeug, was sicherlich ein bisschen polarisiert und sich an gegen Wettbewerber richtet, die aus dem klassischen Limousinenbereich kommen. Hier können wir vor allen Dingen mit der Reichweite von 633 Kilometern punkten. Sicherlich auch ein Fahrzeug, was gerade für den gewerblichen Einsatz interessant sein kann. Der EV4 in der klassischen Kompaktversion ist von den Dimensionen her voll ausgerichtet auf das Kompaktsegment. Also das, was der Kunde in Deutschland, in Europa häufig sucht. Und das ist das ideale Erstfahrzeug. Und auch hier haben wir es tatsächlich geschafft, mit 625 Kilometern eine Reichweite in das Fahrzeug zu bekommen, mit dem man in dem Segment sehr stark punkten kann und das auch eine Alltagstauglichkeit darstellt. Doch welches ist nun das brandneue Verbrennermodell? Es ist tatsächlich der K4. Wahnsinn. Also ich muss sagen, mir gefällt die Front eigentlich sehr gut. Also ich verstehe ja, dass man sagt, man möchte einen Wiedererkennungswert und deswegen sehen die Autos alle ein bisschen ähnlich aus. Aber ich finde es gut, dass der trotzdem hier mal was Eigenständiges hat. Also man erkennt natürlich trotzdem die Star Map Signatur, aber ich finde trotzdem, dass die Front hier gut gelungen ist. Der K4 wurde als Limousine in Nordamerika bereits 2024 eingeführt. Knapp ein Jahr später folgt dann das Schrägheck-Pendant, das es nun auch in Europa gibt.
Ein Sportswagen genannter Kombi wurde ebenfalls präsentiert. Gebaut wird die Reihe in Mexiko. Der kompakte K4 gilt als Nachfolger des Ceed. Als Motorisierungen stehen 115, 150 und 180 PS Turbobenziner zur Wahl. Im Innenraum begrüßt einen das gewohnte Kia-Umfeld. Auch in der günstigsten Ausstattung sind hier Navi, Klima oder Rückfahrkamera an Bord. Das Ladevolumen beträgt maximal 438 bis 1217 Liter. Das war jetzt ein ziemliches Modellfeuerwerk. Braucht es denn so viele unterschiedliche Fahrzeuge? Das muss man vielleicht ein bisschen einordnen in die Marktentwicklung, die sich gerade abzeichnet. Ja, wir haben ein relativ volatiles politisches Spektrum, wo auch entsprechende Anforderungen definiert werden. Wir sind in einer technologischen Umbruchphase, aber jeder Markt, jeder Kunde auch hat seine eigene Geschwindigkeit, wie er sich hin zur vollelektrischen Antriebsalternative hinbewegen möchte. Das heißt, wir bereiten uns darauf vor, einerseits den Kunden, die jetzt schon voll elektrisch unterwegs sein wollen, die passenden Angebote zu haben. Deshalb auch ein großes Produktprogramm im vollelektrischen Bereich. Gleichzeitig wollen wir aber auch den Kunden, die diesen Schritt jetzt noch nicht gehen wollen, passende Alternativen machen im klassischen Verbrennerbereich, aber auch abgestuft hin zu Hybrid- oder Plug-in-Hybrid-Varianten. Deshalb haben wir etwas mehr Produktkomplexität, die diese Übergangsphasezeit jetzt also einfach mit sich bringt. Ich hoffe, wir konnten jetzt etwas Licht ins Dunkel bringen und ihr habt jetzt einen guten Überblick über Kias Kompaktpalette. Es gibt auf jeden Fall eine große Auswahl, sodass für fast jeden Anspruch was dabei ist. Und das nächste Mal können wir die Elektroautos auch fahren, also schaltet auf jeden Fall wieder rein.